Lohnt sich überhaupt eine Fabrik- oder Layoutplanung in 3D? Genau diese Frage stellen sich heutzutage viele Unternehmen, die ein neues Fabrikplanungsprojekt anfangen. Und genau auf diese Frage wollen wir in diesem Video eingehen. Hallo, mein Name ist Sergej Schachow und ich bin im Bereich Business Development bei der Katschröhr GmbH tätig. Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen und entwickeln 3D- und 2D-Software für die Bereiche Fabrikplanung, Anlagenbau oder Maschinenbau. Durch meinen täglichen Kontakt mit unseren Kunden habe ich viel an Erfahrung sammeln dürfen, die ich gerne mit Ihnen heute in diesem Video teilen würde. Kurze Info, alle Links zu diesem Video finden Sie natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber kommen wir zunächst erstmal zu dem eigentlichen Thema, und zwar dem Thema der 3D-Fabrikplanung. Viele Unternehmen gehen ja hin und sagen, das lohnt sich für uns nicht, weil wir in unserem System die 3D-Fabrikplanung gar nicht abbilden können. Da reicht schlichtweg die Performance der Software nicht aus oder beziehungsweise der Rechner, und alle Komponenten, die in einer Fabrik drin sind, alle Maschinen, lassen sich schlichtweg nicht alle gleichzeitig darstellen. Und das ist dann der Grund, warum dann hingegangen wird und das Ganze dann trotzdem noch auf einem 2D-Layout sozusagen dargestellt wird. Zusätzlich kommt dann das Argument, dass die Planung in 2D einfach schneller geht. Schlichtweg kann ich hier einfach die Teile nebeneinander platzieren, habe dann ganz schnell ein Angebot fertig und kann das dann schnell an meinen Kunden weiterleiten. Das ist dann natürlich als Vorteil nicht zu verachten und diesen sollten wir uns später nochmal genauer betrachten. Doch die Nachteile eines 2D-Systems überwiegen hier eindeutig, denn denken Sie allein an die fehlende Kollisionsprüfung, dass Sie nicht überprüfen können, ob die einzelnen Elemente miteinander kollidieren in der 3D-Welt, oder dann an die einzelnen Stücklisten, die dann eventuell manuell erzeugt werden müssen und hier wieder Fehlerpotenzial entsteht. Zusätzlich kommt dann noch oben drauf die Darstellung der einzelnen Schnitte, die ich dann brauche, um eventuell dann die einzelnen Elemente richtig dann in der Fabrik positionieren zu können. Also viel Fehlerpotenzial, was dann später auf der Baustelle eventuell sehr teuer werden kann. Sie sehen also, viele Vorteile, die die 2D-Layout-Planung mit sich bringt, sind eigentlich gar keine mehr und die Nachteile überwiegen hier, weswegen auch der Einstieg in die 3D-Fabrikplanung sich auf jeden Fall lohnt. Und jetzt will ich Ihnen einen Weg vorstellen, wie Sie am einfachsten von der 2D-Layout-Planung auf die 3D-Layout-Planung umsteigen oder beziehungsweise die 3D-Fabrikplanung. Der beste Weg hier ist, die aktuelle 2D-Planung mit der 3D-Planung zu kombinieren. Das heißt, Sie nutzen die Vorteile aller beiden Welten. Denn moderne Fabrikplanungssysteme wie MV-Plan bringen genau diese Funktionalität mit sich. Das heißt, sie verbinden die 2D-Planung mit der 3D-Planung. Das heißt, die Software ermöglicht Ihnen weiterhin die Geschwindigkeit der 2D-Planung zu nutzen und trotzdem dann eine ganzheitliche 3D-Planung daraus zu erhalten. Hier können Sie also weiterhin Ihre Layouts in 2D erstellen und bekommen beim Switchen in die 3D-Welt automatisch ein komplettes 3D-Layout erzeugt. Hier haben Sie natürlich dann auch die entsprechenden Vorteile. Sobald Sie einmal in 3D sind, können Sie natürlich die komplette Kollisionsprüfung durchführen. Sie können natürlich alle einzelnen Elemente überprüfen, inwieweit diese gut positioniert sind, ob da genügend Platz da ist, und Sie können natürlich auch Stücklisten ableiten. Und wenn Sie dann zum Beispiel auch Zeichnungsableitungen benötigen, dann können Sie diese auf Knopfdruck hier generieren und diese auch natürlich mit Schnitten versehen. Und das wäre eigentlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten, die sich Ihnen eigentlich durch die Planung in 3D dann eröffnet. Denn moderne Fabrikplanungssysteme wie MV-Plan bringen natürlich auch Kataloge mit sich. Das heißt, Sie müssen nicht jedes Modell aufwendig modellieren oder importieren, sondern Sie können hier einfach auf einen Katalog zurückgreifen und zum Beispiel Förderer per Drag-and-Drop platzieren. Oder Sie können komplette Fördersysteme zum Beispiel per Autorouting erstellen lassen. Aber natürlich können Sie auch externe Modelle, zum Beispiel von Ihren Lieferanten oder aus Ihrem eigenen Unternehmen, direkt in der Planung platzieren. Durch einzelne Vereinfachungsmechanismen beim Import sorgt das System dann dafür, dass die einzelnen Modelle auch performant dargestellt werden und Sie somit eine sehr große Planung darstellen können. Und da kommen wir auch schon zu der Performance, denn durch die spezielle Architektur von Fabrikplanungssystemen ist es auch möglich, sehr große Planungen darzustellen. Das bedeutet für Sie, dass Sie durch die neu gewonnene Performance die Möglichkeit haben, sich nicht nur auf ein Fabrikgebäude zu beschränken, sondern Sie können auch einen Komplex einplanen mit mehreren Etagen, mehreren Gebäuden oder einem gesamten Areal. Und denken Sie dann noch einen Schritt weiter an die neuen Technologien wie die Virtual Reality. Sie können auch mit Hilfe von solchen Systemen dann Ihre 3D-Daten in die VR direkt einladen, mit Hilfe von einem VR-Viewer, wie zum Beispiel iFor Virtual Review, und
können dann durch die neue Fabrik auch durchspazieren bzw. ihrem Kunden dann die Möglichkeit geben, die Fabrik live zu erleben. Das Beste ist aber, Sie probieren es einfach selber aus. Und da kommen wir auch schon zu den Schritten, wie Sie in die 3D-Fabrikplanung einsteigen können. Der erste Schritt wäre, laden Sie sich einfach die Testversion einer Fabrikplanungssoftware wie M4Plan zum Beispiel herunter. Link finden Sie in der Videobeschreibung und starten Sie einfach Ihren Test. Hier stehen Ihnen auch komplette Videotutorials zur Verfügung, damit der Einstieg für Sie möglichst einfach von der Hand geht. Und natürlich können Sie dann auch auf unseren Support zurückgreifen, das heißt, Sie können auch gerne eine kleine Session mit einem Trainer einlegen, um dann zum Beispiel zu gucken, inwieweit passt die Software auch auf meine Anforderungen und inwieweit kann ich meine Daten damit einplanen. Durch unseren persönlichen Support stellen wir sicher, dass Sie direkt mit der 3D-Planung durchstarten können. Und haben Sie sich dann selber von der Fabrik- oder Layout-Planung in 3D direkt überzeugt, dann können Sie auch mit unseren Workshops direkt durchstarten, denn hier bieten wir die Möglichkeit, projektbegleitende Workshops zu machen. Das heißt, wir führen tatsächlich die Schulung anhand Ihrer Projekte durch, so dass Sie möglichst schnell in die 3D-Planung einsteigen können. Sie sehen also, es lohnt sich, den 3D-Weg einzuschlagen und mit der 3D-Fabrikplanung zu beginnen. Und die Gründe sprechen auch für sich, denn Sie bekommen hier eine schnellere Planung mit weniger Planungsfehlern, das heißt einer höheren Planungsqualität an sich und der Möglichkeit, sehr schnell auch entsprechende Dokumente aus der Planung abzuleiten, wie zum Beispiel Stücklisten oder Zeichnungsableitungen mit Schnitten. Sie bekommen also nicht nur die richtige Lösung, sondern auch die passende Unterstützung von uns, damit Sie möglichst schnell in die 3D-Planung einsteigen können. Testen Sie also jetzt die 3D-Fabrikplanungssoftware M4Plan und starten Sie Ihr erstes 3D-Projekt. Den Link zu der Testversion finden Sie entweder hier oder einfach in der Beschreibung. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, Sie bei Ihren ersten 3D-Fabrikplanungsprojekten begleiten zu dürfen.